Die Entscheidung war last minute, jetzt muss sie abliefern. So blöde kann man gar nicht sein, ja? Ein 100 internationale Fahrer treten in 4 Heats gegeneinander an, wovon die besten 30 nach Punkten ins Halbfinale kommen. Die Top 10 kommen anschließend ins große Finale und fahren dann den Gesamtsieger untereinander aus. Nach richtig starken Ergebnissen im freien Training war ich mir dieses Jahr sicher, Top 5 ist drin. Wenn du also die ganze Geschichte sehen willst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran und wir starten jetzt sofort mit dem Quali von Heat 1. Das ist natürlich ein perfekter Start ins Wochenende. Heat 1, direkt Pole Position, perfekte Runde im Windschatten von, ja, keinem geringeren als Cameron Duss. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Besten Dank an dieser Stelle. Und ja, jetzt schauen wir mal gemeinsam, wie das Rennen dann weiter verläuft. And Dennis Holler leads the way at the start, so Holler has converted pole position into the race lead, as you'd expect. Ja, das lief doch schon mal richtig gut, denn ich konnte hier in den ersten paar Kurven direkt schon einen kleinen Gap zu P2 herausfahren, was einem natürlich gerade am Anfang ein gutes Gefühl gibt, um so ein bisschen die Anfangsnervosität ablegen zu können. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz noch mitgeben, dass die Heats 20 Minuten lang sind und jeder Fahrer muss einen Boxenstopp pro Heat absolvieren. Ja, ich nehme euch jetzt nicht die ganzen 20 Minuten weg für jeden Heat, sondern ich schneide so ein bisschen die Highlights zusammen. Wir springen jetzt mal ganze 17 Minuten weiter, denn das Rennen an sich war gar nicht so spektakulär. Für mich ganz gut, denn es gibt ja nichts Besseres, als von vorne zu starten und dann auch wegfahren zu können. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier 6 Sekunden Vorsprung und wir gehen in die letzten 3 Minuten des Rennens. Und in dieser Runde werde ich auch in den Boxenstopp reinfahren, also bleibt jetzt kurz dran und dann werdet ihr mal sehen, wie ja doch kompliziert dieser ganze Boxenstopp hier ist und wie viel Risiko man auch gleichzeitig hat. Vollgas rein da in die Box und jetzt seht ihr gleich die weiße Linie. Da unterbreche ich den Sensor und fahre jetzt schon los, bevor es grün wird. Jetzt das gleiche nochmal zum zweiten Mal und wieder Gas und jetzt geht die Ampel auf grün. Wenn man hier zu schnell ist und der Sensor an sich ist nicht 2 Sekunden unterbrochen, geht es auf orange und du musst den Boxenstopp quasi nochmal wiederholen. Das ist hier das Schwierige dabei und natürlich auch das große Risiko. Auf der Gegengraden, jetzt hier auf der linken Seite, ist eine große Anzeige. Dort kann man dann seinen Vorsprung oder halt auch Rückstand sehen. Und da wurde mir das erste Mal wirklich klar, wie weit ich vorne bin und konnte das Ding dann jetzt einfach easy nach Hause fahren. Und ja, das ist dann in dem Moment wirklich ein tolles Gefühl, wenn man so perfekt in die Meisterschaft starten kann. Holler just set the new fastest lap of 30.4, which is low 30.4, which is crazy. Yeah, he's only one of 2 people in the race to be 30.4 at all. So to be 4-0 is comfortably ahead. Here he comes through to take the win. So there's Dennis Holler, the German. He takes the win. He opens his campaign this year with a victory. That's exactly what he'd be looking for. Absolutely a contender for not only a semi-final but the final. He made it look easy, to be fair, because there goes Lee Hackett taking second place. An incredible comeback by the double BRKC champion when it was multi-venue. But on screen, that's the victorious German Dennis Holler. Completes his cooling down lap. Dennis Holler been around for so long now. Brad, when we first raced in the World Championship, Dennis was in that event, wasn't he?
That, sir, was a fantastic performance. Absolutely effortless. Did it feel as effortless as it looked from where we were standing? Absolutely not. I felt like 20 minutes are quite long. So I wasn't sure after 2 or 3 laps if my pace is really good enough, because I thought they were pitting right behind me. And yeah, it took some time to get really the rhythm, but in the end it was okay, I think. And I think, I might be corrected, but I think you also set the fastest lap of the weekend so far with a 30.402. Okay. So excellent lap, good luck for the weekend. Not the fastest of the weekend, yeah, but certainly the biggest to the other heats tonight. Good luck. Take Let's care. get it. Popping bottles nightly. Nach einem wirklich perfekten Start ins Wochenende geht's direkt in Heat Nummer 2 und dieser Heat ist besonders, denn er wird auf einem alternativen Layout gefahren. Das bedeutet, die Crew der Kartbahn baut die Strecke wirklich kurzfristig um in ein Layout, was niemand vorher kannte und auch dementsprechend ja, niemand vorher trainieren konnte. Boah, ist das knapp, ey. Nur eine Hundertstel auf die Pole Position. Aber naja, dafür, dass ich die Strecke vorher noch nie gefahren bin und direkt in die fliegende Runde rein musste, bin ich mit P2 eigentlich dann doch ganz zufrieden. Und ich dachte mir, naja gut, das Rennen kannst du ja trotzdem noch gewinnen. Ich kann euch an dieser Stelle schon verraten, dass ich taktisch etwas, naja, umdisponieren musste. Ich weiß nicht genau, was los war, aber ich hatte arge Schwierigkeiten, Rhythmus in diesem Rennen zu finden, denn P3 hat unheimlich viel Druck von hinten gemacht. Ich musste Sorge haben, überholt zu werden und damit auch den Anschluss auf P1. Also habe ich mich dazu entschieden, einen frühen Boxenstopp diesmal einzulegen, um ja für mich allein zu fahren, keinen um mich herum und wirklich zu fokussieren, sodass ich vielleicht an P1 über den Boxenstopp vorbeifahren kann. Natürlich bin ich jetzt aufgrund des frühen Boxenstopps bis auf Platz 9 zurückgefallen, aber so konnte ich mir in Ruhe den Führenden auf der Strecke suchen und Runde für Runde schauen, ob ich ja den Abstand verkürzen kann, verringern kann und somit eventuell dann, wenn er seinen Boxenstopp hoffentlich spät macht, dann an ihm vorbeifahren kann. Wir springen jetzt mal 10 Runden weiter und wie ihr sehen könnt, laufe ich jetzt hier auf 2 andere Fahrer auf. Und ja, das sind keine Überrundeten, sondern die Jungs fahren ihr eigenes Rennen. Die liegen natürlich bereinigt vor mir, weil die ihren Boxenstopp noch nicht gemacht haben. Und ihr erinnert euch, ich habe den ja früh gemacht. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht erwarten, dass die Jungs einfach zur Seite fahren und mich durchlassen. Das heißt, das kostet jetzt hier wertvolle Zeit in meinem Fernduell mit P1. Und das ist ein Struggle, den kann an dieser Stelle niemand gebrauchen. Also not going to get blue flags. Looks like he's down the inside of one of them though, so Holler overtakes Tuesley.
Naja, und was soll ich an dieser Stelle sagen? Der Abstand wächst und wächst. Wir sind mittlerweile bei 11,2 Sekunden zu P1 und eine Faustformel sagt, dass man ungefähr 10 Sekunden beim Boxenstopp verliert, je nachdem, wie viel Risiko man geht. Also wenn P1 jetzt stoppen würde, wäre ich mindestens eine Sekunde dahinter. Also das habe ich mir so sicherlich nicht vorgestellt. Okay, diese Aufgabe hat sich von alleine erledigt und jetzt heißt es Vollgas, denn wir sind ungefähr bei Halbzeit, 11 Minuten noch zu gehen. Und ja, ich gebe natürlich nicht auf, auch wenn ich sehe, dass ich immer mehr Abstand auf P1 habe. Aber jetzt heißt es alles geben und versuchen, den Abstand zu verringern. Wir springen dann jetzt in die letzten 3 Minuten des Rennens und wie ihr sehen könnt, ich konnte noch mal fast eine Sekunde an Rückstand aufholen. Das hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber wenn ihr bedenkt, dass man hier pro Runde vielleicht mal eine Zehntel holt oder 1,5 Zehntel wirklich maximal, dann ist eine Sekunde schon echt viel. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, wenn P1 dann gleich in die Box fährt, wo ich rauskomme. Also, das kann ja fast gar nicht sein. Wie viel Rückstand ist das? Eine halbe Sekunde vielleicht? Vielleicht weniger? Wenn ich mich jetzt an die beiden Überholmanöver von vorhin zurückerinnere, ja, dann ist das die Zeit, die mir jetzt fehlt, um auf P1 zurückzukommen. Na gut, es sind immer noch 3 Minuten, aber ich weiß auch jetzt schon, es ist nahezu unmöglich, auf dieser Strecke zu überholen, wenn der Vordermann nicht will. Und natürlich will er nicht bei 3 Minuten Restzeit. Am Ende kann ich hier schon verraten, dass ich nicht mehr viel näher rankomme. Der Frederik hat es wirklich überragend gemacht, ist ganz unaufgeregt sein Rennen zu Ende gefahren. Und näher als diese 0,4, 0,5 Sekunden bin ich auch nicht rangekommen. Und ja, überholen hätte ich, glaube ich, auch nicht gekonnt. Also, klasse Job von Frederik. Ich bin mit einem P2 auch sehr glücklich, denn ja, es ist nahezu ein perfekter Start in die Meisterschaft. Was an impressive drive, early pit stop and phenomenal pace and kept our eventual winner under a lot of pressure. How was that for you? Yeah, I mean, I screwed my qualifying just a little bit. You know, I was expecting a bit more grip on the track because, you know, with this layout they are driving a couple of heats already, so I expected a bit more grip and I lost it. So I know that the quali was a problem, and then after the start I was again a bit struggling with my rhythm. So that's why I was deciding to come a bit earlier to have clean air and to get calm and yeah, finding the right rhythm. It was good, but yeah, he was performing very well. So it was awesome to see you. Your pace was incredible. So well done, and we'll hopefully see you much further up later on. Yeah, thank you. Sonntagmorgen 7:30 Uhr. Ich hau gerade aus dem Hotel ab, denn ich habe den zweiten Lauf des Tages, quasi meinen Heat 3, weiterhin mit Alternate Layout. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin motiviert, auch wenn man mir das jetzt noch nicht an dieser Stelle ansieht, aber ich habe mir gestern mal ein paar Gedanken zu dem Rennen gemacht. Ja, es ist ärgerlich, dass ich der Zweite werde, auch wenn es Jammern auf hohem Niveau ist, aber es war halt mehr drin und dieser eine Punkt, der entscheidet nachher im Finale vielleicht, ob man ein besseres oder ein schlechteres Kart bekommt, weil umso weiter oben man im Gesamtranking steht, desto eher darfst du dir dein Kart im Finale aussuchen. Für jetzt heißt weiter performen, abliefern, Gas geben und dann ja, geht's jetzt direkt rein in Runde 3 der Veranstaltung. Dennis Holler, the epic German, is 4th. Jamie Sherman Chase is 5th. Jupp van Leinhorst. Und das ist auch wahrscheinlich mein schwerster Heat des Wochenendes, denn hier sind ein paar Jungs mit dabei,
die auch ganz, ganz große Chancen aufs Finale haben. Und ja, mein Ziel natürlich, denen die Punkte zu klauen, um einen kleinen Vorteil zu haben. Das Problem an dieser Sache war jetzt nur, dass ich ins Quali auf 2 in die fliegende Runde gegangen bin. Und ich hatte das Gefühl, dass in dieser kurzen Zeit, wo keine Karts fahren, die Streckentemperatur schon etwas nach unten gegangen ist und du dadurch keinen großen Vorteil hattest, wenn du vorne standest und dir auch eben eine Zehntel oder anderthalb oder vielleicht eine halbe Zehntel gefehlt hat. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ist das etwas, was ja so in so kurzer Zeit passieren kann, oder ist das jetzt hier nur kleinkariert von mir und ich suche eine Ausrede? Sagt mal Bescheid, was ihr dazu meint. Und wie in dem Heat zuvor habe ich arge Probleme, gerade in den ersten Kurven meine Pace zu finden und gerate ziemlich in Druck vom Hintermann. Also entscheide ich mich wieder, früh zu stoppen, denn ich dachte mir, beim letzten Mal hat es eigentlich gut geklappt, auch wenn ich ein bisschen Pech hatte. Aber so war eigentlich meine einzige Chance, noch nach vorne zu kommen. Denn ja, überholen ist weiterhin unmöglich. Und die ganze Truppe, die ihr jetzt hier auf der Gegengraden seht, ist die, die ich eigentlich versuche, ja, mit einem Undercut zu überholen. Das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Nur haben die Jungs dann leider früh festgestellt, ja, dass ich schnellster im Feld bin und haben dann ebenfalls früh stoppen müssen. Wir springen jetzt ein ganzes Stück weiter in dem Rennen und wie ihr seht, hier haben wir den Salat. Denn Ruben als auch der Max haben früh gemerkt, dass ich durchgehend Purple Lap Times fahre. Und um das zu covern, sind die ebenfalls früh in die Box gekommen. Also habe ich dadurch nichts gewonnen. Das war natürlich nicht der Plan. Aber jetzt an dieser Stelle heißt es, wir mussten hintereinander herfahren, keine blöden Moves machen. Denn der Bran war noch auf Platz 1 mit ungefähr 6,7 Sekunden Vorsprung. Und ich hatte euch ja schon gesagt, dass ein Boxenstopp ungefähr 10 kostet. Das heißt, ich konnte im Rennen von Platz 4 virtuell auf Platz 3 springen. Nur mussten wir uns natürlich jetzt hier zusammenreißen und das Ding so zu Ende fahren. Und ja, wie gesagt, überholen, wenn der andere nicht will, leider keine Chance. Mann ey, das hat wieder nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich musste jetzt auch feststellen, dass, wenn du im Quali von vorne startest, dass das kein Vorteil ist. Vor allem, wenn morgens 4 Grad in der Halle sind. So diese paar Karts, wenn du hinten startest, die vor dir über die Linie fahren, das bringt einfach was. Meine Quali-Runde war vom Gefühl her echt gut und dann qualifiziere ich mich halt nur auf 4 mit einem eigentlich guten Kart, wo ich das Rennen mit hätte gewinnen können. Dann versuche ich hier natürlich zu undercutten, fahre dann die ganze Zeit Purple Runden auf dem großen Monitor. Sehen die das natürlich, wenn ich unten stehe und da ist die ganze eine Zeit Purple. Das heißt, die wissen, ey, der überholt uns jetzt. Dann pitten die natürlich auch und dann fahre ich das ganze Rennen da hinterher. Kann einen Platz gut machen auf Platz 3. Aber ey, okay, wir haben jetzt noch einen Lauf, einen Heat 4 und dann geht's ins Halbfinale. Und klar, Minimalziel erstmal Finale und dann sehen wir uns gleich, wenn ich dann gegen Vika oder mit Vika, wie man es auch sehen will, im Heat 4 fahre. Dann wieder mit der normalen Streckenführung. Weiter geht's mit dem letzten Heat des Wochenendes. Und ja, ich starte im Quali wieder von vorne. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Naja, ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen. Und wir starten mal direkt rein und gucken, wo ich am Ende lande. But guess who we haven't mentioned? Dennis Holler, because he's down in 6th place. Dennis Holler's down in 6th. Front running. Ihr habt's von den Jungs aus der Kommentatorenkabine gehört. Platz 6, mehr war leider nicht drin. Die Runde war gut.
Ich hatte mit viel mehr gerechnet, allerdings ja, es ist jetzt so, wie es ist und ich starte von P6 und ich brauche dringendst hier einen Podestplatz, um mich weiter in den Top 10 festsetzen zu können. Jetzt ist der Weg nach vorne natürlich nochmal etwas weiter und ich habe mir vorgenommen, in diesem Rennen jetzt erstmal abzuwarten, meinen Boxenstopp vielleicht aufzusparen und zu schauen, wie sich ja die Dynamik des Rennens eigentlich entwickelt, um dann hinten raus vielleicht ein taktisches Element noch verfügbar zu haben. Aber ja, die Jungs haben jetzt hier schon am Start angefangen, ordentlich zu verteidigen, was dann natürlich viel Zeit kostet. Vika ist in der ersten Runde schon reingekommen. Ja, schauen wir mal, wie ich das jetzt hier handle. Hier sieht man ganz gut, mit der allgemeinen Situation bin ich in dem Moment absolut nicht zufrieden. Dadurch, dass die zwei vor mir früh gestoppt haben, hat sich hier ein kleiner Gap aufgetan und ich konnte ja erstmal ein paar Runden frei fahren und meine Race Pace ausnutzen und gegenüber den Jungs vorne vielleicht mal eine Sekunde holen, denn mein Ziel war es natürlich weiterhin, in die Top 3 zu kommen. Wir springen ein paar Runden weiter und wie ihr sehen könnt, der Abstand auf den Vordermann ist jetzt nur noch 3 Zehntel und jetzt natürlich laufe ich in die Gefahr, dass der mich auch auffällt. Ich muss natürlich auf die beiden achten, die schon vor mir gestoppt sind. Einer von denen ist ja bekanntlich Vika und das heißt, wenn ich jetzt hier aufgehalten werde, fahren die mir natürlich weg. Also muss ich jetzt absolut überlegen, ob ich jetzt dann früh stoppen muss oder in der Runde jetzt überholen kann. Die Entscheidung war last minute, jetzt muss ich abliefern. Tournament could have been blown out the window by that pit stop there. Das ist natürlich die allergrößte die überhaupt hier passieren konnte, denn damit crashe ich nicht nur den Heat, sondern auch mein Gesamtranking und jegliche Chance aufs Finale, denn wenn ich hier jetzt nicht Punkte hole, dann, ja, habt ihr gesehen, wie eng es ist, bin ich einfach raus. Die gelbe Lampe bei dem Boxenstopp bedeutet jetzt, dass ich nochmal einen Boxenstopp machen muss, der mich dann ja in Summe 10 Sekunden etwa kosten wird. Heißt, ja, ein gutes Ergebnis kann ich hier in dem Lauf komplett vergessen. Ihr seht jetzt hier Vika 1,5 Sekunden vor mir, der aktuell der Führende des Rennens ist. Also ist meine Taktik voll aufgegangen, denn ich befinde mich eigentlich auf Platz 2. Naja, und wie geht man mit solch einer Situation während des Fahrens um? Also ich kann euch aus meiner Sicht sagen, ich habe mich mega geärgert, das ganze Rennen über. Ich habe gepusht wie wild, um doch noch irgendwie Zeit gut zu machen. Ich bin natürlich so lange wie möglich draußen geblieben, bis ich dann jetzt zu meinem letzten Boxenstopp fahre. In der Hoffnung, dass die sich noch irgendwie in die Karre fahren oder sich jemand dreht oder, dass ich davon profitieren kann. Aber ich bin auch in dem Rennen dann wirklich die schnellste Rennrunde noch gefahren, habe also alles rausgeholt. Aber ja, dann ist natürlich da nicht viel gute Laune vorhanden, wie ihr euch vorstellen könnt. That group there in 6th place, then Dennis Huller, who made 2 pit stops, remember. He managed to outdrive Morris Hack, Jenny Tompkins. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein, so blöde kann man gar nicht sein, ja. Für mich hat der Stopp sich gut angefühlt. Ich war natürlich frustriert, dass ich im Quali wieder von vorne starten muss und so weit hinten stehe. Jetzt war ich im Rennen die schnellste Runde und werde 7. weil ich meinen Boxenstopp natürlich da verkacke. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Für mich hat sich der Stopp gut angefühlt, nicht anders als sonst, aber ja, es war gelb, musste ich nochmal reinkommen. Machst du nichts mehr dann, ja, dann bist du raus. Ich glaube, jetzt wird es dann schon ziemlich eng fürs Finale. Was hast du? Ich hatte 17. Und das von Slater, der ist 30,5 gefahren. Als schnellste. Aber ich habe getauscht, jetzt kriege ich die 11. Aber ist halt kalt.
Wie ihr es hier schon mitbekommen habt, ja, habe ich natürlich jetzt auch zum Halbfinale richtig Pech mit meiner Kartauslosung, denn ich bekomme ein Kart, wo einer der Titelanwärter mit einer halbe Sekunde pro Runde langsamer gefahren ist und laut dem Reglement hast du die Möglichkeit, vor dem Rennen dein Kart zu tauschen, wenn du mit deiner Auslosung nicht zufrieden bist. Bedeutet, du bekommst ein Kart zugelost, was aber dann das vorige Rennen nicht mitgefahren ist und draußen stand. Ich habe, wie gerade beschrieben, Kart Nummer 11 bekommen. Das ist am Samstag eigentlich schnell gewesen, aber ja, jetzt ist es halt kalt, also muss ich mal schauen, wie ich jetzt hier im Quali damit zurechtkomme. Wie ihr wahrscheinlich parallel gesehen habt, tue ich mich arg schwer, vor allem in den ersten paar Kurven einen Grip zu finden. Also wusste ich hier auf der letzten Geraden schon, dass das Ergebnis wahrscheinlich nicht so gut werden würde. And Dennis Holler is 10th. And predictably in 10th because he took that cold car. And I was right, it was the number 17 that he chose and then obviously then swapped into 11. So I misunderstood what Alex was saying down there. Off the back. Yeah, so he's decided to go for that because he's watched two drivers not able to do anything with it. He reckons he can drag a cold kart to quicker than he was going to be able to do in his previous one. Well, so that's a pretty confident... Ja, und damit setzt sich dieser unfassbar unglückliche Sonntag fort. Ihr habt es gehört, P10, letzter im Quali mit dem kalten Kart. Klar, es war ein Gamble und es war ein Versuch wert, aber dass es so schlecht ist, habe ich dann tatsächlich auch nicht gedacht. Denn mir fehlen 7 Zehntel auf Platz 1 und damit ja, waren eigentlich alle Hoffnungen, dass ich es dann doch noch irgendwie ins Finale schaffen könnte, eigentlich schon dahin. Ja, und dann auch im Rennen hat sich das Kart nicht mehr dahin entwickelt, wo ich es hätte gebrauchen können. Somit bin ich die ganze Zeit im letzten Drittel unterwegs gewesen, auch von den Rundenzeiten. Und ja, komme dann im Halbfinale auf einen sehr enttäuschenden Platz 9 ins Ziel und damit auch das Aus für mich in dieser Meisterschaft. Am Ende schließe ich mit Gesamtplatz 26 ab, wo ich natürlich nicht mit zufrieden bin, denn hier nochmal meine Pace war, glaube ich, wirklich mindestens für die Top 10 gut, aber ja, manchmal ist das so in einer Meisterschaft und davon lasse ich mich auch nicht unterkriegen. Nächstes Jahr greife ich sicherlich wieder an, denn es war eine klasse Veranstaltung, super durchorganisiert und ja, ich greife an, ich bleibe am Ball und dann schauen wir nächstes Jahr, ob es endlich mit den Top 5 klappt.